Und wir machen hier ein bisschen ASMR Motorrad-Talk heute, yeah. Daumen drücken, dass es klappt. Aufgeflogen bei deinem Motorrad, so bei Ducati, wenn du auf Anlasser drückst? Sicher. Läuft? Traum. Wir haben echt ein Glück mit dem Wetter. Hopp, spring rauf. Bereit? Ja. Gute Fahrt. Ja, angenehm. Also Hallihallöchen und ein herzliches Hallo zu einem neuen Video, und zwar diesmal, ich muss leise sprechen, ASMR Baby, diesmal hoffentlich mit besserer Tonqualität und auf einer Harley Davidson Pan America. Woohoo! Also, hast du gesehen, wo es Richtung Autobahn geht? Ich würde sagen, einfach gerade weiter. Also fährt sich sehr gut. Was ich voll geil finde, sind hier das Cockpit, sehr aufgeräumt, die Knöpfe alle perfekt. Und wir haben gerade die beste Einführung zu einer Probefahrt der Welt gekriegt. Also er hat uns wirklich alles vorgestellt, Knöpfe, Bedienkonzept und so. Und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Warte mal, theoretisch habe ich Tempomat aktiviert, ja, perfekt, leuchtet hier. Hier die Knöpfe, super schlicht, super sauber, voll geil. Mal ein bisschen vertraut werden. Also fällt super in die Kurve, sieht sexy aus auf jeden Fall, viel besser als die Triumph. Und er fährt auch viel besser als der Triumph. Bin schon gespannt auf den Bremstest, wenn wir schon den Triumph ansprechen. Video hier verlinkt. Und wie fühlst du dich, Schatz? Ich sitze sehr hoch. Aber gut? Noch höher als bei Ducati. Ja? Dann schauen wir mal, wie sie beschleunigt, okay? Okay. Also ja, beschleunigt gut. Wow, super geile Bremse, bomben gerade geblieben, bombenstabil. Ast rein, würde ich sagen. Ja, sagen wir mal so, die Bremse ist nicht so die sensibelste. Muss man anständig am Hebel ziehen, aber das heißt ja nichts. Also im Verhältnis zu Husqvarna Tag und Nacht. Und? Fühlt sich gut an, oder? Die hat gut beschleunigt. Ja, finde ich auch. Riecht so richtig neu. Man spürt, riechst du auch, wie die Teile alle zum ersten Mal gefahren werden?
Ja, Beschleunigung war absolut super astrein. Also auch im Sportmodus spürt man nochmal, dass er direkt anders ist. Die Gasannahme ist allgemein sehr indirekt, würde ich sagen, aber sehr smooth, sehr soft. Also wenn du chillen willst, hier optimal im Sportmodus. Im Sportmodus definitiv ein bisschen direkter, natürlich, als im Cruise-Modus. Also um Kilometer zu machen, glaube ich, auf jeden Fall ein mega geiles Gefährt und macht super Spaß, fährt super leicht. Man wird scheinbar gut gesehen. Ich stehe mal auf, Schatz. Ja, der Knieschluss, würde ich jetzt sagen, ist nicht optimal. Eigentlich drückt es schmerzhaft auf die Knie. Aber man kann im Stehen fahren. Ja, man kann sich hier irgendwelche Pads holen. Also hier drückt es einfach. Ja. Und auch gerade bei der Bremse, aber einfach sie umgestellt, man hat sofort gespürt, anderer Bremspunkt, alles perfekt. Jetzt kann man anständig anbeißen. Knöpfe ist aufgeräumt, hier echt Traktionskontrolle. Ja, genau, Traktionskontrolle, auch hier einfach hier ein Knopf zum Sprechen, hier für die Voice Controls, für Musik und Wiedergabe und alles, wenn das Handy gekoppelt ist. Super geil. Du hast auch wieder einen Mode-Knopf, den vermisse ich bei der KTM Super Adventure S, weil, ja, das einzige Manko quasi, du musst immer ins Menü gehen, um den Mode umzuschalten. Ziemlich schade. Hier Tempomat auch, was will man denn mehr? Kein Knopf, den man vermissen kann auf der Rückseite. Ja, traumhaft. Echt aufgeräumt, also gefällt mir echt super gut. Genau, Menü, hat er gemeint, brauchen wir nicht bei der Probefahrt, aber ja, sieht auch super übersichtlich aus, super nice. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Also Schätzchen, dann schauen wir mal, was wir rausholen können aus der Harley Davidson. Achtung, du sitzt sehr hoch, sehr hoch. Ja, was Achtung? Worauf soll ich denn Achtung sagen? Hast du Angst, dass du anfängst zu fliegen oder was? Ja. Ciao, Baby. Auch Schaltung hier. Wir haben jetzt die normale, keine Special leider, kein elektronisches Fahrwerk, kein Schaltautomat, aber die Schaltung ist super knackig, man spürt sofort, wenn es im Leerlauf ist. Alles perfekt. Und ich hoffe so, dass der Sound gut ist. Theoretisch. Und? Alles gut? Ist perfekt, oder? Ja. Ich würde auch sagen, perfekter Durchzug für 2 Personen. Das ist doch fast rein. Ja, im Sportmodus wieder etwas gröber auch im ABS. Hat aber gut geregelt. War kurz unruhig, hat sich selbst korrigiert, würde ich sagen. Aber echt sehr angenehm. Fällt super leicht in die Kurve. Fühlt sich echt super leicht an. Also eher so auf Basis der Honda Africa Twin. Bin richtig am Genießen, kann man hier sagen. Die Uhrzeit würde ich jetzt vermissen. An hier, 11:34 Uhr. Traum. Haben echt noch anständig Zeit, hier eine Probefahrt zu machen. Schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen wegkommen. Ja, auch bei den Beinen, also ich spüre hier absolut keine Hitzeentwicklung. Maximal hier spürt es sich so ein bisschen komisch an, einfach vom Beinschluss auch. Also die Formen vom Motorrad, die sind nicht wirklich so, dass der Fuß da jetzt angenehm drin liegt, aber du drückst ihn ja in der Regel auch nicht wirklich fest drauf. Oh. Ich würde sagen, tolles Motorrad. Das Einzige, was mich in dem Laden vielleicht minimal abgeschreckt hat,
war, dass Ringe und andere Accessoires immer gleich 200 bis 400 Euro gekostet haben. Habe ich noch nie gesehen. Schau mal, da ist ein Smiley auf der grünen Ampel. Ja, mit dem Gas im Sportmodus beim Losfahren kann man sensibel umgehen. Aber ihr kennt ja die Philosophie schon. Ich hoffe, ihr habt es letztens verstanden. Und zwar lieber zu viel Gas geben und mit der Kupplung spielen, als der Motor stirbt ja beim Losfahren. Ich glaube, es hat niemand verstanden. Ich bin mit der KTM gefahren, habe es erzählt und die Windgeräusche waren zu stark. Aber ja, fahren wir mal wieder im Roll-Modus. Das war eigentlich am angenehmsten. Yes. Ich schau mal, Schatz. Der Ständer ist echt weit vorne. Okay, schau mal. Ganz draußen. Boah, der macht eine Bewegung. Ich schau mal allgemein kurz, wo wir hinfahren können, dass wir ein bisschen... Ich habe ja keine Ahnung, wo wir sind, dass wir ein bisschen rauskommen aus der Stadt. Uiuiui, großes Vorstadtgebiet hier. Da gibt es echt nicht viel zu machen. Ich würde sagen, gerade hinten links. Kannst du unser Navi sein, Schatz? Oder hast du Angst? Ich habe Angst, ehrlich gesagt. Geradeaus, links, dann irgendwann nach links. Der Ständer ist echt ganz lustig. Ganz an einer anderen Position, wo sonst Ständer sind. Bereit, Schätzchen? Oh ja, das ist krass. Das Display, schöne Farben und nicht zu viel. Also ja, das Display ist sehr aufgeräumt, ja, finde ich auch. Genau, der Freundin gefällt das Display auch sehr. Und ja, beim Umschalten von Sport auf Straßenmodus muss man echt sagen, ja, am Anfang war mit die Gasannahme zu soft, aber so ist es zum Cruisen echt optimal. Schauen wir gleich nochmal, wie sich ABS so verhält. Es gibt scheinbar auch eine Haltebremse. Oh, löst sich sehr gut auf, automatisch beim Losfahren. Ja, also echt. Kurvenlage ein Traum. Ja, ich würde sagen Motorsound in Ordnung. Wir wissen ja, bei all diesen Bikes fehlt für mich fast etwas, außer bei Racebikes. Dementsprechend, ja, Sound ist gut. Uiuiui, also nicht über die Autobahn zurück. Durchzug auf allen Gängen, super angenehm. Gemütlich, echt gemütlich. Ein riesig glorreicher Tag, dass wir heute eine Moped-Probefahrt machen können. Obwohl wir kein Moped haben, quasi eins fahren an dem Samstag. Optimal. Ja, was auch sehr sexy ist, sie ist einfach hier sehr schmal noch. Und ich kann mir vorstellen, dass du in der Stadt wirklich gut auch bei Stau vorbeikommst. Und es echt sehr angenehm zu fahren ist. Schauen wir mal hier nach links. Der Hinterbremse hat man ein wenig Gefühl. Oh doch. Sie blockiert dann auf jeden Fall. Keine Ahnung, irgendwie das Komplettpaket gefällt mir. Es ist echt spannend. Ich finde es voll ungewohnt, auf einer Harley Davidson zu fahren. Ist irgendwie nicht mein primäres Ding von Motorrädern.
und habe damit irgendwie keine Verbindung, aber es fühlt sich geil an. Und auf jeden Fall, der Laden ist auf jeden Fall hier in München, House of Flames, einen Besuch wert. Ist sehr international und gibt einfach echt geile Sachen anzuschauen. Viele geile Sachen. So, super leichtgängig. Geil. Ich würde echt sagen, leichtgängiger als die Honda Africa Twin und auf jeden Fall auch leichtgängiger als die KTM Super Advance. Also so das war gerade echt, das war einfach perfekt gemütlich zum Cruisen. Am Balancepunkt schön umgedreht. Auch hier ganz langsam. Man, das lädt sehr ein. Einfach richtig relaxed zu fahren. Oder richtig Gas zu geben. Also Durchzug echt gut. Also im Sportmodus richtig auch ein bisschen böse. Im Road-Modus relaxed. Achtung, Bremsübung! Bremsen! Was hast du davon gesagt? Vergiss es! Man spürt auch definitiv jetzt im Road-Modus war das ABS komplett super smooth, super sanft. Alles perfekt, ihr habt es gesehen. Und richtig unter 50 hat es nochmal echt schön verlangsamt. Und ja, die Bremse nochmal richtig reingebissen. Wirklich toll. Geiles Moped. Gibt nichts zu sagen. Hast du gesagt, das war Maximum? Wir machen ja Pause, dann können wir ein bisschen plaudern. Jawohl. Hier kommt, glaube ich, weit und breit keiner vorbei. Der Ständer da ganz vorne, muss man nicht wissen. Vor dem Schalthebel, sieht man nicht selten. Und dann macht er diese Bewegung. Spring runter, mein Schatz. Ich habe nur gesagt, Achtung, Notbremsung. Aber ist egal, du bist eine Top-Beifahrerin, du bist immer vorbereitet für eine Notbremsung, Schatz. Krass. Geil. Das Licht spannend. Das sieht man so eigentlich gar nicht. Aber mir gefällt diese Front. Echt sehr sexy. Es ist eine Harley Davidson. Ich glaube, das davon ist wirklich nur Verkleidung und Luftanlass. Einfach nur, damit sie noch breiter ausschaut wahrscheinlich. Ein Wahnsinns Riesenlüfter hier. Schick. Und echt nicht so groß. Ja, die sind echt süß, die Blinker. Sehen schick aus. Kannst du mal blinken für mich? Okay. Ja, sieht man auch gut, aber ich würde echt sagen, kauft euch LED-Blinker. Die sieht man bei Licht einfach nochmal deutlich besser. Ich finde, das sieht nicht aus wie ein LED-Blinker, das sieht eher aus wie Oldschool. Also ist ja hübsch und optisch in Ordnung. Aber ja, fehlt auf jeden Fall was. Also sichtbarkeitstechnisch würde ich sagen, sollte man was machen. Ja, vorne auch nicht optimal von der Sichtbarkeit, würde ich sagen. Aber allgemein sieht es natürlich schick und passend aus. Mit dem großen Scheinwerfer oben und den zwei unten. Gefällt mir, ja. Wirklich toll. Geiles Motorrad. Ich setze jetzt mal den Helm und mache ein bisschen Pause. Schatz, willst du noch was sagen? Wie sind die ersten Eindrücke? Gut, beschleunigt gut. Ich spüre die Vibration tatsächlich. Echt? Anders als bei anderen Motorrädern? Zuerst von dem Beifahrererlebnis habe ich gedacht, war Yamaha besser. Hier ist man viel zu hoch irgendwie, so dass man denkt, man fliegt gleich. Also Irina spricht von der Yamaha Tracer 7. Aber perfekt. Ich finde auch, man sieht super gut. Wir haben gerade festgestellt, und ich hoffe, das mit dem Sound passt wieder gut. Genau, wir haben gerade festgestellt, echt ein hübsches Moped. Wir finden auch beide voll geil, dass hier Harley Davidson so dezent draufsteht. Es wirkt nicht irgendwie wie eine klassische Harley Davidson. Oh geil, man kann einfach so drüber steigen. Und dann fahr ich mal. Schätzchen? Ready? To race. Ich liebe dich.
Ja, das ist schon ein Kaliber, es geht gut. Also wir haben gerade nachgeschaut, 150 PS, zerquetschte 151, 52 würde ich sagen. Jawohl! Sehr gemütlich, sehr geil am Gas, ein Traum, wirklich sexy. Ist wirklich sexy, Schatz. Macht Spaß. Ist geil. Ja, voll überraschend. Voll der Under. Zum Glück sind wir sie noch Probe gefahren. Wie heißt das? Nicht, es ist der Underdog, ja? Ich würde echt sagen, voll der Underdog. Underdog. Jemand, den man nicht zuspricht, dass er voll der Killer ist, aber voll der Killer ist. Ja, echt spannend. Also überzeugt auf jeder Linie. Agilität, Sportlichkeit, Straßenlage, ABS gut. Federung haben wir jetzt zwar keinen. Dankeschön. Genau, wir haben jetzt zwar ein normales Fahrwerk, aber passt auch alles. Nicht zu weich, nicht zu soft, von Haus aus eingestellt. Sound vom Motor. Ja, Tempomat, Knöpfe, alles. Konnektivität wird bestimmt passen. Zumindest gibt es nichts Verrücktes. Kein Wi-Fi-Interface, keine Schnittstelle, von der ich gehört habe, die nicht funktioniert. Ja, wenn das Windschild unten ist, bekommt man richtig schön ins Gesicht. Aber ich finde, es passt gut in die Optik. Selten so ein Windschild gesehen, das nicht hässlich, nicht zu groß ist, was einfach gut aussieht. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Jetzt testen wir mal unten raus beschleunigen, weil die Freundin kann sich nicht festhalten. Easy. Genau, super leichtgängig ist natürlich das Windschild jetzt nicht, aber absolut perfekt. Kriegt man hin beim Fahren und zu 80% lasst man es wahrscheinlich in einer Stellung. Geil, geil, geil. Wenn jetzt der Sound dieses Videos noch geil wird, dann wird das ein hoffentlich richtig geiles Review-Video der Panamericana. Ja, ich als Fahrer übrigens, ich sitze auch perfekt, auch bei diesen ABS-Notbremsungen. Hat mir nichts meine Eier zerquetscht, bin super komfortabel gesessen, sitze noch immer super komfortabel und ja, passt alles. Kann auch nach hinten rücken, kann auch nach vor rücken. Man sitzt von Haus aus richtig, man rutscht nicht hin und her. Ihr habt es auch gesehen, die Sitzbank hat vielleicht so 1, 2, 3 Wellen, also sie hat genau 3 so Art wie Stopper in der 30er-Zone. Und ja, vielleicht macht das auch aus, dass man nicht hin und her rutscht, aber man sitzt super gut. Und ja, was mir halt sehr gefällt auch ist, es hat sehr viel Ähnlichkeit da mit der Ducati. Du fühlst dich super smooth, super leicht, du bist super im Bike integriert, du kannst sehr gemütlich hier langsam fahren, aber man hat auch all den Wumms, den man braucht, wenn man überholen will oder einfach sportlich fahren will. Und ich glaube, von der Position her
einigt sich. Wir fahren gemütlich. Auch von der Position her eignet sich das, glaube ich, super, um Knie zu schleifen. Mega! Das wäre schon geil, wenn du mit so einer Harley auf den Berg fährst und ein bisschen Knie schleifst. Würde mir sehr, sehr viel Freude bereiten. Auch von den Hebeln hier perfekt. Kupplung perfekt, Bremse perfekt. Kupplungspunkt easy zu finden und gut spürbar. Echt Traum, muss ich sagen. Bremse auch, wie gesagt, zuerst war der Hebel für mich zu nah eingestellt, habe ihn kurz umgestellt, alles perfekt. Alles klar, ich würde sagen, da drehen wir einfach um und fahren dann zur Werkstatt. Können wir auch gleich hier machen, bei der Tankstelle. Stausee wäre dort. Willst du nicht vorbeischauen? Nee, jetzt so kommen wir pünktlich an. Danke. Wäre nur, falls wir ihn so sehen, weißt du, schön so vorbeifahren. Bereit? Ja. Und dieses Konzept, ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht noch nicht gesehen, aber ausgeschalten, Zündung aus, Zündung ein und dann hier zum draufdrücken. Und das aber auch Not aus. Ein und wieder hoch. Ich finde echt mega geil, ist irgendwie was anderes, macht Spaß, sieht cool aus, funktioniert, gut verständlich. Echt cool, wirklich gut gemacht, mal was Neues auch. Also ja, das ist wirklich ein Motorrad, wo ich mir sofort vorstellen könnte, auch die Welt zu bereisen. Und das Coole ist, die Freundin kann es auch. Und wir genießen das ziemlich. Das ist optimal. Cool zum Cruisen, cool zum Sitzen. Ich glaube auch cool zum Alleine fahren. Chillig. Hat eine geile Optik. Schön aufgeräumtes Bedienkonzept. Und ja, auch ziemlich cool. Man sieht sie selten. Gefällt mir immer. Also, wenn ihr Interesse an so einem Bike habt, dann zieht euch das unbedingt rein. Fährt super geil. Ich würde auch sagen, ein GS-Fahrer vermisst hier nichts. Genau, Motor ist geil, Durchzug ist geil, Schwerpunkt ist tief. Traum. Und die meisten cruisen eh nur damit. Ja, auch das untertourige Rollen macht super viel Spaß. Also cruist ihr einfach tief und entspannt. Straße nachfahren? Und dann? Okay. Hab hier meinen First Class Navigator hinter mir. Ja, und auch, ich muss sagen, das Gewicht spürt man hier echt gar nicht eigentlich. Also echt absolut gar nicht. Aber ist lustig, wo ich mir bei einer Ducati gedacht hätte, ja, ist auf jeden Fall gemacht, um Offroad zu fahren. Und wo ich mir bei einer KTM denken würde, ja, ist auf jeden Fall gemacht, Offroad zu fahren, und bei einer Honda auch. Bei der tendiere ich schon sehr zu Reisemotorrad. Wäre mir schon irgendwie wahrscheinlich zu schade, aber das ist vielleicht auch echt lustig. Das ist wahrscheinlich echt das Markenimage, das ich von Harley Davidson habe einfach. Aber egal, wenn es draufsteht, Schotterwege fahre ich mit allem. Also genau, was mir maximal auffallen würde, wäre LED-Blinker braucht man auf jeden Fall. Und das Tagfahrlicht hat jetzt auch nicht so super stark ausgeschaut, wo ich mir denken würde, bam, also damit wirst du gut gesehen. Also ja, noch vielleicht LED-Tagfahrlicht auch noch drauf. Und dann läuft das. Wäre jetzt echt spannend, welchen Preis die noch voll ausgestattet haben. Und ja, das mit der Haltebremse finde ich super. Auch selbes Konzept, zumindest hier fest draufsteigen. Okay, und ja, Fußbremse auch fest draufsteigen, genau. Und dann aktiviert sich die Haltebremse. Und hier reicht auch scheinbar einfach
Ne? Ja, zweimal ziehen auch, damit sie wieder gelöst wird. Traum. Kreisverkehr, der bald morgen geradeaus fährt. Dankeschön. 77, komisch. Passt irgendwie zu Harley Davidson. Geil, ne? Also das Display auch hier. Schaut euch das an. Echt super schlicht und trotzdem alles drauf. Mega der Hit. Echt mega der Hit. Tempomat aktiv, aktueller Modus, Geschwindigkeit super übersichtlich. Schön am Reagieren, wenn man Gas gibt. Also man sieht den Drehzahlmesser ziemlich live, die Uhr. Geil. Sehr, sehr geil. Also wenn man dieses Ding mit Honda vergleicht, gern für euch hier 2 Fotos. Ist doch heftig, oder? Was man machen kann und was man nicht machen kann. Lieber weniger ist mehr Prinzip verfolgen, reicht vollkommen. Genau, und ich habe vorher erklärt gekriegt, theoretisch genau dieser Knopf hier, auch ziemlich cool, einfach zum Durchschalten. Der wechselt halt hier, was du brauchst. Und dann siehst du quasi alles immer einfach. Aber du kannst halt einfach auch ganz schnell durchwechseln. 361 von der Reichweite her. Bitte? Geht geradeaus. 361 von der Reichweite her ist auch ziemlich phänomenal. Sorry, kurz verbockt hier. Genau. Und ja, heißt auch, sie verbraucht echt wenig. Auch ziemlich geil. Können wir nochmal richtig genießen. Es macht auch wirklich Freude, langsam zu fahren. Ich finde immer phänomenal, wenn du einfach auch mit einem Bike langsam und gemütlich cruisen kannst. Ja, fehlt mir ein Abstandstempomat? Ne, auf keinen Fall. Und von der Größe her, das ist echt lustig. Ich würde sie, ja, der hat sich glaube ich gefreut. Ich würde sie echt eher von der Größe her bei keinem der Flaggschiffe so einstufen, sondern eher vielleicht auch bei der Größe von der Norden. Ganz lustig. Also Norden 901. Video gerne hier. Aber ja. Jetzt ist natürlich der Sound hier von der Sprache bestenfalls gut. Dann wäre nur noch die Hoffnung, dass ihr vielleicht vom Motorsound auch noch irgendwas hören kannst. Ausfahrt Richtung München in 3 Kilometern. Danke, Schatz! Ja, auch die Beinstellung bei den Pedalen, by the way, echt voll in Ordnung, ganz normal. Und ja, auch dort, wo man die Bremshebel und den Schalthebel vermutet, da ist er. Deshalb muss man nichts umlernen, man setzt sich einfach drauf und es passt. Genau, Kniewinkel auf keinen Fall zu groß. Aber ja. Stört auch auf keinen Fall, genau. Ich sage immer, man kann, wenn man Bock hat, kann man sich immer einfach mit der Ferse draufstellen und den Fuß einmal so ein bisschen runterbaumeln lassen. Das passt vollkommen. Deshalb Bein, also Kniewinkel für mich in Ordnung, aber auf jeden Fall nicht zu ausgestreckt, eher spitz. Aber die Bikes waren für mich alle gleich vom Kniewinkel, muss ich echt sagen. Da war jetzt keins irgendwie super extra angenehm und keins irgendwie super extra unangenehm. Genau, und für alle, die es nicht wissen, ich bin 1,78 groß. Und das passt dann schon. Geil. Er liegt perfekt in der Kurve, fällt perfekt in die Kurve. Super stabil, super leichtgängig. Wir müssen mal noch das Gewicht vergleichen. Also hier vielleicht eine Übersicht von allen Modellen, die ich Probe gefahren bin, in der großen Kategorie von den Gewichten, weil die fühlt sich echt super leichtgängig an. Wahnsinn. Also ich höre hier irgendwie ein ganz lautes Geräusch, was nicht der Motor zu sein scheint. Ich würde wirklich denken, es ist die Lüftung. Ich würde wirklich sagen, das sind die beiden großen Lüfter da unten, die so volles Rohr. Aber wenn man 100 km/h fährt, wieso sollte denn ein Lüfter so laut sein? Moment nochmal. Hört ihr das? Das ist nicht der Motor. Vielleicht ist der Reifen. Nein, nicht hier.
Nächster. Okay, da vorne. Alles klar. Wir fahren gerade bis zum Ende und dann runter. Es bleibt jetzt in Porträt. Habt ihr nicht gesehen und da habe ich auch nicht gemacht. Also ja, ich glaube, man hört den Lüfter. Aber egal. Naja, wenn man Tempo 100 fährt, ist das vielleicht schon eine Standardgeschwindigkeit. Auch ziemlich geil, worauf sie hier verzichten. Normalerweise hat man ja immer zwei Geschwindigkeitsanzeigen. Die Geschwindigkeit, die man fährt und die Geschwindigkeit, die der Tempomat eingestellt hat. Aber hey, okay, wenn du 50 fährst und 100 aktivieren möchtest, ist das vielleicht relevant. Aber ne, hier haben sie einfach gesagt, interessiert mich nicht. Du weißt ja, was du eingestellt hast. Du kannst das letzte wieder aktivieren oder du setzt das neue. Also entweder aktivierst du das letzte oder du setzt was Neues. Das kriegt man schon hin. Braucht man nicht zweimal hinschreiben und deshalb so schlicht und aufgeräumt. Geil. Ja. Danke. Nach links meinst du danach, oder? Ja, hört sich gut an. Ich würde aber sagen, Africa Twin von Honda war vom Sound krasser. Also das Feedback beim Knopf auf jeden Fall, wenn man den Blinker ausschaltet, ist quasi nicht gegeben, aber scheiß drauf. Hauptsache es funktioniert und es funktioniert. Und die Knöpfe allgemein funktionieren super gut. Ich meine, ja, danke. Wäre auch traurig, wenn sie nicht funktionieren würden. Aber Einstellungen bei Fahrt gesperrt. Aufpassen, keine Fahrradfahrer. Kein Verrückter, der von der Autobahn abfährt. Ja, mega. Hier auf jeden Fall die amerikanische Ecke in München. Hab eh schon Hunger gekriegt. Geiles Motorrad, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht, Mademoiselle? Ja, Resümee kommt später. Aber steht auch immer geil schräg auf dem Ständer und kann man super abstellen. Passt. Oh yeah, unser Balkon ist final aufgeräumt. Und zwar hier noch ein kleines Resümee zur Pan America. Erstens, House of Flames in München, Wahnsinnsladen. Irrsinnig viel Merch, extrem freundlich und ich habe heute tatsächlich für alle Läden in München und alle Probefahrten hier die beste Einführung ins Bike bekommen. Und zwar, man hat sich echt richtig Zeit genommen, hat mir alle Buttons erklärt, Menünavigation, wie es abläuft, wo ich was sehe, sogar wie ich den Tempomat aktiviere, wie ich die Geschwindigkeit reaktiviere. Ja, mag zu viel sein, aber bei einem neuen Moped bei der Probefahrt ist es doch voll geil, wenn du alles gesagt kriegst. Ich stehe zumindest drauf. Und deshalb super sympathischer Laden, man hat wirklich den Eindruck gehabt, wirklich willkommen zu sein. Man hat sich die Zeit genommen, man hat nett gequatscht und ja, hat einfach wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Das Bike an sich, verdammt nochmal, also hat mich voll von den Socken gehauen. Wirklich geiles Bike. Ast rein, ich würde sagen, von allen Bikes, die ich Probe gefahren bin, so summa summarum, am wenigsten auszusetzen, würde ich echt sagen. Also es hat alles perfekt funktioniert, Durchzug ist brachial, Straßenlage ist top, Kurven, fällt in die Kurve rein, super angenehm. ABS triggert gut, ja, super geil zum Cruisen, du sitzt sehr in dem Motorrad. Ich finde, das war wirklich einfach ein geiles, angenehmes Cruisen. Auch Freundin hat es gefallen, Freundin hinten drauf gesessen. Optik finde ich echt richtig, richtig geil.
hat wirklich einfach Stil, ist eckig, ist modern, futuristisch, das Cockpit, die UI quasi echt, da hat mir einfach auch super gefallen, super aufgeräumt, sehr schlicht, nicht zu viel, einfach lieber weniger, gefällt mir wirklich super gut. Und ja, ich würde sagen, so summa summarum, auch wirklich keine Abhitze vom Motor oder so bei den Füßen, es war einfach super angenehm, wirklich, war perfekt, genau, war wirklich perfekt. Genau, ich würde jetzt sagen, wirklich die Pan America und die KTM Super Adventure S sind so an Stelle 1. Das ist geil. Genau, und jetzt die Frage, mehr Cruisen oder mehr Ready to Race? Das wird eine spannende Entscheidung. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier, G7-Gipfel gerade in München. Jemand, der nach Garmisch unterwegs ist, ich warte kurz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das ist wirklich ziemlich spannend und auch eine ziemlich schwere Entscheidung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Aktiviert auch gerne diese Glocke, dieses Wording. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und wow.